Und damit willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter One. Wir sind immer noch im Fall Opferlamm und hier wurde ein junger Adonis umgebracht, nämlich erstochen. Es sollte so ein bisschen wie das Ritual aussehen, aber eigentlich hat er eine Flasche im Nachbarraum auf dem Nichel gekriegt. Wir wurden von Werner Vogel eingeladen dazu und er wusste von Anfang an, dass hier eine Leiche liegt und ja, hat sich trotzdem das einigermaßen gut gehen lassen. Nun gut, wir haben nur noch ein paar Gedankenspiele, weil ansonsten können wir aktuell nichts hier machen. Fabio wurde im Nebenzimmer angegriffen. Umstände. Fabio war das Opfer eines Ritualmords. Fabio wurde während eines okkulten Rituals auf dem Altar geopfert. Oder das Ritual diente zur Verschleierung. Das Ritual wurde inszeniert, das wahre Mordmotiv zu verschleiern. Ja, glaube ich. Hey, warum gibt es eine andere Option? Ach so. Wartet mal. Stehe ich gerade falsch? Ah, nee, okay, das hat ja nichts damit zu tun, ob das Messer oder Flasche war. Es kann trotzdem das eine oder das andere sein. Man kann damit ein K.O. hauen und dann halt gucken, was passiert. Ja, okay, nehme ich mit. Altarraum war abgesperrt, dann offen. Die Tatperson hatte einen Schlüssel. Die Tatperson muss im Besitz eines Schlüssels gewesen sein, das den Altarraum abgeschlossen hat. Der Schlüssel wurde nicht angerührt. Ich meine, er hat sich trotzdem die Hände waschen können, danach nochmal einen Schlüssel nehmen. Also, das ist halt immer noch die Sache. Also, es wurde ja bei der Auflösung, die Sherlock jetzt gesagt hatte, aktuell, gesagt, dass der Raum abgeschlossen wurde, nachdem Fabio schon bewusstlos zumindest auf dem Boden lag, damit er schnell abschließen konnte, damit er ungestört hier den auf den Altar legen konnte, aber es hätte ja davor auch abgeschlossen werden sein können, damit sie halt ein ungestörtes Gespräch haben. Das finde ich als falsch, um ehrlich zu sein. So, dann... Okay, das haben wir nicht. Dann haben wir an der Fallmapper was Neues. Nämlich Wert als Schlüssel. Gut. Dann können wir bestimmt noch mal mit Werner Vogel reden. I'm starting to put the pieces together. Fabio was stabbed. I see nothing gets past you, Werner. Yes, he was stabbed, but only after being knocked out in the next room and placed here. I do not yet know why. So, who's responsible? Well, it was one person working alone, and the murderer has now donned a robe. He or she could be hiding in plain sight. We have lost time, Werner, but your discretion may prove to be a benediction after all. Okay, Beweis. Was haben wir denn? Schlüssel. The murderer had to have access to this room. After the crime, he used his own key to lock the door. So, who had the key to the altar? I'm not sure. As a special guest, I was provided one by Mr. Manchios. He should be able to tell you of any others. Where can I find him? Most likely in the main hall, entertaining his guests. He has a mask with golden stars. You can't miss him. But please be discreet. We don't want to risk disturbing the revelry. Natürlich, die Falschkeit. I know you can untangle this mess. Achso, das war's schon. Ich habe den wichtigsten Beweis ihm gebracht. So. Fall mal besagt, wir müssen mit dem selbst reden. Goldene Sterne, alles klar. Goldene Sterne könnte... Ja? Do you know anything about this? I can't help you with that, sir. Es sind auch goldene Sterne bei ihm drauf. Ich möchte es nochmal betonen. Das. I'm so excited about the event. I'm so excited about the event. Hä? Das ist aber auch mit goldenen Sternen. Das sind schon 3. Kurt Manchios, I presume. I'm Sherlock Holmes. Oh, you must be the one Werner told me about. What a sweet voice you have. It must belong to a handsome young man. Can I call you Sherlock? As you wish, Mr. Manchios. Mr. Vogel asked me to help you. The body in the altar room requires answers, and quickly. I suspect the murderer to still be here. What?
Lower your voice. I don't want anyone to hear us. I need to find all those who had the key to the altar room. As far as I know, Mr. Vogel, Fabio, and you had access to it. Is that correct? That is correct, yes. Also, Matista and Santos. Santos? Who is that? Santos Pinchetti, my major domo. In his opinion, at least. Zumindest in seiner Wahrnehmung. I'd like to speak to Mr. Pinchetti and Matista. Do you have somewhere I might have a private conversation with them? Of course, of course. Let me think. Matista is entertaining the guests somewhere, and Santos... Oh, yes. He will be busy with the servants. Or the cook. What's that noise? What's going on? Freeze, filth. You're under arrest. Polizei. SEK-Einsatz mäßig hier, oder wie? Sofort einschlagen. Tatort verwüsten, ihr seid aber auch große Helden. Dieses Grinsen. Okay. Das kam unerwartet, muss ich zugeben. Ich dachte, wir sind noch ein bisschen länger in dem Haus. Wir haben nicht alle Hinweise gefunden, sonst wäre da schon irgendwas gekommen. Ich nehme eine Polizeidienststelle. Committed a crime, and now I have to free you, kiss your hand, and apologize for the inconvenience. Your Grace. I did tell you that Mr. Vogel and I were innocent. I emphasized it in my statement. Your statement? Thanks to some bigwigs who work for the so-called good of the country by releasing fleas like you. Thank God we have Vogel in his letter. Once I get to that goldfish, I'll... Bigwig. My wretched brother Mycroft and his long nose. Wait, did you say Mycroft? Mycroft Holmes? Are you the youngest son of Violet Holmes, rest her soul? Sag mal, ist der Polizeityp total Mischucke? Er fängt erst an, ja, nur wegen irgendwelchen Sachen konnten wir sie jetzt freilassen und so weiter. Hat er nicht mal am Anfang an seinen Namen gefragt? Was ist denn das für eine inkompetente Masse an Polizisten? You knew my mother? Not personally, no. Not exactly. I was working on the paperwork for that case. Would you happen to remember anything of the events? Well, I didn't make the inquiry, but I remember seeing some notes. Why? Perhaps we can negotiate. I could be quite useful. Huh. Got you hooked, right? You know what? Stark and the others think they're the smartest here, thanks to you. Let me get this straight. Are you listening to me, lad? I'm all ears. Take this case. Report to me only, to Constable Harvey Oswald. I'll leave everything I have on this table. Find the murderer. Be a real copper. Question the suspects, make them sing, give me something substantial. And if Mr. Vogel is not a suspect? If he's innocent, then you can take your favourite degenerate away from here. If you slip or mess with the evidence, then trust me, your brother won't save you from my bludgeon. Meanwhile, I'll be checking the archive for you. If anybody asks, then you're a consulting detective. Let's make a start then, partner. Sorry, also ich kann die Polizisten echt nicht mehr I'm ernst nehmen. glad we managed to get the scoop before the raid. Das ist mir unbegreiflich. Erst sagen, also das klang ja so, als hätten die schon ewig langes Gespräch geführt und dann... Holmes? Sagen Sie. Oh Gott. Okay, Manschettenknöpfe müssen wir reden. Mit Vogel. Wir haben ganz schön viel Zeug verloren hier dabei. Okay. Was haben wir denn hier Feines? Einmal
einen Brief. Protokoll einer Zeugenaussage. Hiermit möchte ich Santos Pinchetti, einen Mordfall auf dem Anwesen von Kurt Manchios in Gransereime. Ach, der hat's gemeldet. Während der Vorbereitung für die heutige Abendgesellschaft hörte ich laute Geräusche aus einem verschlossenen Nebenzimmer. Ich betrat den Raum und sah an den Wänden überall Blutflecken und seltsame Symbole. Außerdem steckte in der Brust des Toten ein Dolch. Es kann sich dabei nur um ein Opferritual handeln, geleitet von Kurt Manchios höchstpersönlich. Sobald ich wieder in der Lage war, klar zu denken, eilte ich auf die Polizeiwache, um den Vorfall zu melden. Eine Polizeistreife wurde nach Erhalt dieses Schriftstücks zum berichteten Tatort geschickt, während der Zeuge die Wache verließ und nach Hause ging. Einsatzbericht, Aktenzeichen 6260. Nach der Aussage eines Zeugen, eine Leiche als Folge eines satanischen Rituals aufgefunden zu haben, wurde eine Razzia auf dem Manchios Anwesen genehmigt. Sie führte zur Festnahme mehrerer verdächtiger Personen und zur Auflösung der Abendgesellschaft, deren Gäste in Masken und Roben zugegen waren. Sie konnten beim Vollzug unsittlicher und widernatürlicher Handlungen auf frischer Tat ertappt werden. Der Leichnam des Tatopfers wurde liegend und mit einer Stichwunde in der Brust auf einem Altar vorgefunden. Die Beamten identifizierten das Opfer als Fabio, 20 Jahre alt, örtlicher Darstellungskünstler. Festgenommene Verdächtige: Werner Vogel. In Werner Vogels Besitz befand sich ein in barschem Ton verfasster Brief aus der Feder des Tatopfers. Werner Vogel behauptet, den Leichnam gefunden zu haben. Er ist berüchtigt für seinen exzentrischen Charakter. Befand sich ein in barschem Ton verfasster Brief aus der Feder des Tatopfers. Okay, hat also was bekommen. Sherlock Holmes trug die Tatwaffe, einen Dolch mit dem Blut des Tatopfers, sowie weitere Beweisgegenstände bei sich. Er war von einer der anderen verdächtigen Personen, Werner Vogel, eingeladen worden, vermutlich um die polizeilichen Ermittlungen zu behindern. Ganz genau. Dann Manchios, keine Ahnung, Kurt, ich weiß nicht, wie er heißt. Karl, natürlich. Eigentümer des Anwesens und Veranstalter der satanischen Zusammenkunft. Er hatte das Tatopfer für die Teilnahme am Ritual bezahlt. Als Eigentümer des Anwesens hatte er Zugang zum Tatort. Matista, Partnerin des Tatopfers. Partnerin im Sinne von Darstellungskunstpartnerin oder echte Partnerin. Und Teilnehmerin am Ritual. Sie versuchte zu fliehen, widersetzte sich der Festnahme. Bei ihr fanden die Beamten ein Buch mit einer Beschreibung des Rituals, das im Altarraum durchgeführt wurde. Einige der Gäste wurden für eine weitere Befragung in Gewahrsam genommen. Dann haben wir hier die Schlüssel wahrscheinlich zu den Zellen. Back on track to solve the case. Und Beweismittelschein. Wer sich im Besitz dieses Beweismittelscheins befindet, ist berechtigt, alle Beweismittel des Falls mit den Aktenzeichen einzusehen. Sehr gut, die kriegen wir also alle wieder. Dann speichern wir erstmal. Wir haben das Vor-Achievement. Look, I found Werner. Ja, wir lassen erstmal Werner sein. Weil wir erstmal uns die Beweise holen. Die wurden mitgenommen und können hier weiter trinken. So läuft das hier ab. Weil er wieder da steht neben dem. Don't look at them. They'll serve us if necessary. Sie werden schon bedient. Okay. Ja, ich will Beweise holen. Good day. Your ticket, please, if you want me to help you. I'd like to check the evidence from this case. And who are you? Oswald sent me. I'm a consulting detective. His partner, then? Let me see. Ah, a ritual Das murder. fragt er nicht nach. What a bunch of degenerates. Wait a second. I'll bring it to the table. Ja, während wir selber eine Robe anhaben. Okay. Wir waren undercover natürlich. So, was haben wir denn alles? 9 Sachen. Hier einmal eine Spritze mit irgendeinem Mittel. An emergency kit for boredom. Fabios Brief. Dieser Brief befindet sich im Beweismittelbehälter von Werner Vogel. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Sie können Ihre Verbitterung einfach nicht im Zaum halten, zumindest nicht in meiner Nähe. Für mich ist es ein viel zu großes Risiko geworden, solch ein Verhalten einfach hinzunehmen. Es geht niemanden etwas an, mit wem ich rede, spiele oder zusammen bin. Da hat sich niemand einzumischen. Ich lasse mir nicht alles gefallen, wie Matista. Sie bezahlen mich, aber deswegen bin ich noch lange nicht Ihr Eigentum.
Natürlich werde ich ihre großzügigen Geschenke behalten, auch wenn sie ihren letzten fürchterlichen Ausbruch nicht ungeschehen machen können. Ich verlasse sie. Matista wird aber bleiben. Ich verlasse sie. Oh. Oho. Not the time for privacy. Mhm. Werner's personal sketchbook. Ja, und was sind da für Skizzen drin, um Himmels Willen? Na gut. Wir haben einen Siegelring. It's a miracle this ruby hasn't tempted anyone. Ist keiner gestohlen. Was ist das hier von Manchios? Kurt heißt er auch. Die Schlüssel, nehme ich an. All the keys of the mansion on one golden ring. Und woher will er wissen, dass das alle Schlüssel sind, Sherlock? Wohin kann nicht einer fehlen trotzdem? Naja. A heavily perfumed handkerchief with the initials KM in the corner. Ein Taschentuch mit KM. Wäre vielleicht noch interessant, ob wir irgendwo nochmal solche KM-Initialen finden. Dann Matista. A handcrafted charm that contains hair and nail clippings. Yay. Schlüssel. Her key to the altar room. Mhm. Okay, die Kraft der Liebe, Blut und Mandrake. Ich weiß nicht, was Mandrake ist. That's not for bedtime reading. Mandrake? Lasst mich mal kurz gucken. Sagt mir gerade im ersten Moment nichts. Also ich habe es schon mal gehört auf jeden Fall. Ich meine, ich könnte mir jetzt ein, zwei Sachen überlegen, was es sein kann, aber ich glaube, das ist nicht ganz jugendfrei. Mandrake. Ist Alraune. Ja, stimmt, Alraune war das gewesen. So, gibt es hier noch irgendwas an dem Buch? Hier. This ex libris belongs to Manchios library. Ah. Die Macht der Liebe, Blut und Alraune. Bei der Festnahme von Matista fand die Polizei dieses okkulte Buch in ihrer Tasche. Dem Ex Libris zufolge stammt das Buch aus Mr. Manchios Bibliothek. Es beinhaltet Illustrationen und Beschreibungen eines Rituals, das dem Ritual auf Mr. Manchios Anwesen ähnelt. Bereite den nackten Körper der kürzlich verstorbenen Person vor, male Symbole der Planeten Mars und Venus auf, um die Kraft, die du besitzt, zu verstärken und um dir die Kraft der männlichen und weiblichen Natur zunutze zu machen. Durchbohre das Herz der Person deinem goldenen Dolch, um das Blut entweichen zu lassen, das dich nicht liebt. Um das Blut entweichen zu lassen, das dich nicht liebt. Das Blut, das dich nicht liebt, okay. Da die Person. Das ist wichtig, ob das jetzt das oder die ist. Male ein Symbol auf, das deine Liebe repräsentiert. Auf dem Bauch. Sage, während du auf die Wiederbelebung wartest, die Zauberformel auf. Tja, ob das The funktioniert. book describes a ritual similar to the one performed in the altar room. Thank you, officer. Okay, wir lassen uns mal ganz kurz das durchgucken. Wir haben jetzt diesen Fabius Brief von Werner Vogel, also von Werner Vogel ist wichtig. Da muss man sie fragen. Hier haben wir noch Werner Vogel selber, Protokoll und die geschenkten Manschettenknöpfe von Manchios, warum es die gab. Opferlamm. Hier. Wie, er informiert die Polizei, er ist der Haushofmeister, er hat es gemeldet, würde ich einfach sagen. Okay, gut, das wollen wir ja nicht nehmen. Wir sprechen jetzt also mal den Leuten einzeln. So. Also hier ist niemand drin. Und hier kamen wir. Wer bist du? Manchios? Good day, Mr. Manchios. I am Constable Oswald's partner in this investigation. Be quick and gentle. Some of your colleagues are untrained bores. Although I don't mind meeting young officers. The new blood here. If you cooperate in finding Fabio's murderer, there will be no need to meet with the Boers again. That voice. Werner's friend? You're the policeman. What a disappointment. Only an undercover agent can scour a ditch full of deviants. I am a consulting detective.
Although I'm capable of replacing the entire department through my consultations. Sharp-tongued, I like it. May I presume this tongue will get us out of this trouble? I would be so indebted and glad to repay you. Nothing's changed. I'm looking for the murderer. That's the only way to get us out of trouble. But it shouldn't take much time, correct? We're all busy after all. I need to examine you first. Also, er wirkt schon sehr, dass er auf junge Männer steht. So mein erster Eindruck. Kann auch junges Blut allgemein sein, junge Frauen und Männer. Wer weiß. Trägt Schminke, um sein Alter zu verbergen, nehme ich an. Ausschlag von Haarfärbemittel. Er ist eigentlich grau. Er ist älter, als er vorgibt. Was haben wir in Händen? Wuschen Eile seine Hände. Woran siehst du das? Okay, das ist ein Weiß. An den Schuhen ist irgendwas. Hochwertiges, poliertes Leder, sehr teuer. Sauberkeitsfanatiker oder verbirgt sein wahres Alter. Ist äußerst reicher, exzentrischer und frivoler Mann. Er ist der Veranstalter der Feste für die Elite Cordonas und der Eigentümer des Manchios Anwesens. Er verbringt sein Leben in Gesellschaft ähnlich privilegierter Menschen. Dieser frivole Lebenswandel hat ihn allerdings extrem vorsichtig werden lassen, was seine Gesundheit anbelangt. Er setzt in diesem Zusammenhang so viel Chemikalien und Haarfarbemittel ein, dass er damit seine Haut schadet. Oder verbirgt sein wahres Alter, was es eher ist. Erster Teil ist gleich. Zweiter. Allerdings möchte Mr. Manchios sein wahres Alter vor den jüngeren Gästen seiner Feste verbergen. Das Altern bereitet ihm so große Sorgen, dass er sich schminkt und seine Haare färbt, um jünger zu wirken. Das ist es. You are a little over the top with your use of makeup, Mr. Manchios. Is it so difficult for you to acknowledge your age? Well, Sherlock, that's easy for you to say to an old man when you look as though you are barely 15. But still, it shouldn't be an issue for someone of your status. For people of my age, it isn't an issue, no. But the younger ones can be so afraid of wrinkles and grey flecks. I have to adapt. Such a methodical man who cares for his body but misses the soap under his fingernails. Are you so impatient, or perhaps even impulsive? I wouldn't call myself that. Silly little details. If I missed it, it wasn't important. Or rather, it was less important than who or what I was focused on. Mhm. Er macht schon sehr verdächtig. Was für ein Mensch war denn Fabio gewesen? What was Fabio like? His personality, his habits? Anything you can tell me? He was the brightest star of my parties. Young, magnetic, and full of energy. I don't even want to mention his beauty. Otherwise, I'll be sobbing. An expensive champion, I imagine. His performances were flawless. He deserved his payment. Do you think he was murdered because of money? Possibly. What about the other guests? Were they used to opening their wallets as well? I wouldn't restrict my guests from anything. I'm sure Fabio received a few coins from others for his services. Services? Mr. Vogel told me a little about your parties, but I would like to know more directly from you. I'm all yours, Sherlock. You have me arrested and locked here with you alone. Warum ist denn Mr. Vogel eingeladen worden? Why did you invite Mr. Vogel as your special guest? He's a pretty fellow. He's capable of surprising the public. He has a talent for saying words that no one else would wish to either say or hear. I suppose I can't argue with that. He is a free addition to the eccentricity of the party, which is fine by me, as long as it enhances my party. I'd like to know who you usually invite to your parties. Free minds who are able to leave reality for an evening, who can taste forbidden fruit without prejudice. There is nothing that quite spices up life like these parties, assuming one is old enough and has worked many years for the good of one's country. Oh, all true laborers, I see. Schwerstarbeiter. Da muss er ein bisschen lächeln. Okay, und wann ist es alt genug? Muss man ihm ja zugutehalten. Also zumindest wird hier hoffentlich nichts gefrönt, was in die pädophile Richtung geht. Und alles andere ist hoffentlich abgestimmt mit beidseitigem Einverständnis. Beweise, was haben wir denn? That's not something I know much about. Wir fragen You'd better trotzdem. ask Ist someone okay. else. Do you Buch. recognize this book? Could Matista have borrowed it from your library?
She didn't ask me. How ungrateful. The things described in the book were inspiration for the rituals you performed? Do you really believe that blood, symbols, and incantations can resurrect the dead? They are just eerie tales with a mix of occultism and voodoo. My rituals are a stage to show some of the forbidden pleasures. Geben sie einfach vorne rumbumsen. I've read this letter from Fabio. It had no addressee, but it was found in Mr. Vogel's pocket. Werner? Strange. I didn't think the two of them corresponded. I'm sure there is some explanation. Would you care to read it? Call me superstitious, but I don't care to read a letter from a dead man. Wir haben es bei Werner Vogel gefunden. Ah, natürlich war es Geschenk von Manchio gewesen. Zumindest stand es auf der Karte. Naja, mal gucken. I've no idea about that. Die Verhörräume ist egal. Weißmittelschein, Untersuchung. That's not something I know much about. Do you have any idea who tipped off the police to raid your mansion, Mr. Manchios? Of course. It was you. I could even say you Sherlocked me in here. A good guess, but the wrong one. The fellow who did that was Mr. Pinchetti, your major domo. What? Santos? But how could he even know? If he's not the murderer himself. The ungrateful swine. Egal was He rauskommt, has er wird dared to entlassen. besmirch my reputation. Not a very eloquent choice of words. What should I call him then, since he's a snitch? Make him talk, Sherlock. I'm quite certain he knows more about the murder than he has told the police. Auch durfte er nicht nach Hause gehen? You'd better ask someone else. That's not something I know much about. I've no idea about that. I've no idea about that. You bought an expensive pair of cufflinks for Fabio. Were they his price? Or were they a tip for an exclusive show? It was pure business. Fabio escorted me a few times. I was merely showing my gratitude. This pair cost a small fortune. You must be extremely grateful then. Tell me more. You've thrust a knife in an exposed nerve, Sherlock. Yes, he was my protege and my beacon also. With my experience and his beauty, we could have achieved anything. I had faith in him. I would have made him. Okay, das waren die einzigen Sachen. I can't wrap my head around such a tragedy at my party. Wir gucken erstmal ganz schnell. Wir haben also das Profil ergänzt. Und wir gucken es nochmal an. Er ist übertrieben reinlich. Und die Tatperson wusch sich. Mr. Manchios wusch sich nach dem Mord. Kurt Manchios wusch sich nach Fabius Ermordung das Blut ab. In Eile gewaschen. Macht sich nur frisch. Okay, das bleibt erstmal offen. Liebesritual. Okay, könnte beides sein. Ich weiß nicht, warum das beides nicht zusammenpasst. Na gut, wir gehen nochmal zum nächsten.